Die Autos der DDR. Da denkt man sofort an Trabant und Wartburg. Nur wenige kennen den Melkus RS 1000, den einzigen Sportwagen, der je in der DDR in Serie gebaut wurde. Also der Fahrspaß liegt darin, dass man hier ein Fahrzeug hat, 1,04 Meter, maximale Höhe. Man hat quasi den Hintern 10 cm über der Straße und einen ganz spannenden Blickwinkel. Das macht eigentlich den Fahrspaß aus. Der Melkus RS, heute bei Classic Rides. Die Sachsen Classic in und um Dresden. Die größte Oldtimer-Veranstaltung im Osten Deutschlands. Hier treffen Nostalgie und Ostalgie aufeinander. 180 Fahrzeuge von 1923 bis 1991 sind am Start. Darunter auch viele Motorräder. Die Sachsen Classic ist mittlerweile eine der beliebtesten Oldtimer-Veranstaltungen in Deutschland. Aus München reist auch Volkmar Kruspich mit seinem Melkus RS 1000 an. Ein Auto gebaut vor allem aus Wartburg und Trabitei. Ja, die Anfahrt zur Sachsen Classic war schon relativ schwierig, nicht aufgrund der Streckenführung durch Dresden und des Finden des richtigen Weges, sondern aufgrund der extremen Temperaturen. Wir hatten schon während der Anfahrt wirklich riesige Hitze zu leiden in diesem Fahrzeug mit diesem Heckmotor, der noch Temperatur abstrahlt. Das war schon der erste Härtetest, sozusagen die Anreise zur Zeitenströmung nach Dresden. Aber wir haben es gut überstanden, das Fahrzeug auch. Temperatur manchmal so über die 100 Grad, aber wir haben es gut beherrscht. Es gab keine Motorprobleme. Unter all den schönen Oldtimern der Sachsen Classic ist der seltene Melkus RS 1000 hier in Dresden einer der Stars. Das Besondere bei diesem Fahrzeug ist ja tatsächlich, dass man mit dem Wagen zur Rennstrecke fahren konnte, mit ganz kleinen Modifikationen, dann das Auto rennfit machen. Und die Idee war, mit einem einzigen Auto wirklich straßentauglich unterwegs zu sein und ein richtiges Klasse-Rennen fahren zu können. Wir hoffen, dass unser Rennen auch heute einigermaßen gut wird. Doch vorher muss der Melkus erst zur technischen Abnahme. Hallo, ich möchte die technische Abnahme an dem Fahrzeug durchführen. Wir freuen uns. Womit sollen wir anfangen? Kann ich den Fahrzeugschein bitte mal bekommen? Stehe ich die Chassisnummer, die vorgestellt ist. Also jeder Rallyepilot und Oldtimer-Liebhaber, der sein Auto checkt vor der Rallye, sollte vielleicht keinen Bammel haben, aber trotzdem kommt es. Trotzdem kommt es, wenn dann die gestrengen Blicke, meistens der Prüfer vom TÜV, über das Auto streifen. Aber wir hatten auch großes Glück. Bei unserer Abnahme war ein älterer Herr anwesend, der selbst bei Horch gearbeitet hatte, der also die Familie Melkus kannte. Und wir haben eigentlich mehr über das Auto geplaudert, als uns mit den Details beschäftigt. Und ich habe gehört, Sie haben dort einen anderen Motor drin. Ja. Könnten Sie bitte mal... Sage ich Ihnen gerne. Anstatt des normalen Dreizylinder-Wartburg-Motors sitzt in diesem Melkus eine Vierzylinder-VW-Maschine. Mich interessiert, dass in diesen Fahrzeugen ein Viertaktmotor eingebaut ist. Und zwar handelt es sich hier um einen Motor mit 1600 Kubikzentimeter. Mit Katalysator. Hier ist ein Katalysator mit einer Lambda-Sonde. Das ist ein Einspritzmotor, der speziell für diese Sache mit entwickelt wurde. Können wir die Beleuchtungseinrichtung mal kontrollieren? Wir fangen an mit dem Standlicht. Okay. Ja. Abblendlicht. Dann die Blinker bitte. Okay, alles in Ordnung. Wer die technische Plakette hat, darf bei der Rallye starten. Danke für die super Prüfung. Beglückwünsche Sie, wünsche Ihnen viel Spaß Dankeschön. bei der Fahrt, vor allem schönes Wetter. Danke. Und gesund ankommen wollen wir wieder. Ja. Dankeschön. 121 Melkus RS 1000 wurden gebaut. Volkmar Kruspich besitzt den letzten je hergestellten. Dieses Fahrzeug hier wurde 1969 entwickelt von Herrn Melkus. Es war die Antwort auf die Fragen, die man sich gestellt hatte, eigene Rennsportwagen auf die Straße zu bringen in der DDR. Dieses Fahrzeug hat eine Kunststoffkarosserie mit Aluminiumverkleidung. Es hat sehr, sehr viele Serienteile. Zum Beispiel sehen wir hier einen Blinker des Wartburg 353. Man muss auch dazu sagen, das Fahrgestell dieses Fahrzeuges basiert auf dem Wartburg 353. Wir haben einen geschlossenen Stahlrahmen mit Y-Verstärkung, Einzelradaufhängung, hier schon Scheibenbremsen an der Vorderachse. Alles natürlich rein mechanisch betätigt. Da gibt es keinen Bremskraftverstärker, keine Servolenkung. Vom Antriebskonzept her haben wir einen Motor, der sozusagen vor der Hinterachse liegt mit einem dahinterliegenden Getriebe. Das Fahrzeug hier in der Ausstattung, Baujahr 84, hat 102 PS, also geht schon ganz schön los. Und bei einem Leergewicht von 680 Kilogramm kann man schon recht sportlich fahren mit diesem Fahrzeug. Eine Besonderheit dieses Fahrzeuges sind die Flügeltüren.
Die Flügeltüren boten den Vorteil, dass man dieses Fahrzeug in sehr, sehr kleine Garagen einfahren konnte. Man konnte beide Türen öffnen und an dem Fahrzeug notwendige Pflegearbeiten ausführen. Natürlich ist diese Flügeltür auch ein optischer Gag. Man sollte sie aber beim Fahren geschlossen halten. Eine weitere Besonderheit, wir haben Tanks bei diesem Fahrzeug hier im Bereich oberhalb der Schweller. Es sind zwei separate Tanks, einmal links und einmal rechtsseitig, mit je Tank etwa 25 Liter Fassungsvermögen. Ja, eine weitere Besonderheit ist die Sitzverstellungsmechanik für den Fahrer- und Beifahrersitz. Man hebt den Sitz leicht an und kann dann je nach gewünschter Sitzposition ein Holzbrett unter die Sitzauflage legen. Jetzt haben wir also die hohe Position, kann das auch in eine flache Position verändern. Praktisch, einfach, wirkungsvoll. Improvisation auch am Heck des Melkus. Ja, eine Besonderheit dieses Fahrzeuges ist ein Designobjekt hier am Heck. Wir haben zwei Trabant-Frontgrille verarbeitet, einmal im oberen und im unteren Teil. Aluminiumteile lassen sich sehr schön polieren, sind eigentlich maßgeschneidert wie für diesen Melkus RS 1000. Der Melkus RS 1000 ist der einzige echte Sportwagen der DDR. Gebaut wurde der Zonen-Ferrari von dem erfolgreichsten Rennfahrer der DDR, Heinz Melkus, zu Ehren des 20. Jahrestags der DDR. Das straßentaugliche Sportcoupé konnte für Rennen der damaligen Gruppe 4 des FIA-Reglements präpariert werden. Beim Design musste Heinz Melkus die baulichen Vorgaben durch die verwendeten Teile aus der Großserie berücksichtigen. So stammen zum Beispiel die Frontscheibe, der Rahmen, Radaufhängung, Bodengruppe und Bremsanlage vom Wartburg 353. Die Flügeltüren verleihen dem sozialistischen Flachmann eine exotische Anmutung. Auch Lenkung, Armaturen und Getriebe sowie die Elektrik stammen vom Wartburg. Anstelle des hier eingebauten VW-Motors haben die ersten Versionen von 1969 einen Dreizylinder-Wartburg-Motor mit nur 70 PS im Heck. In seiner großen Garage vor den Toren Münchens bereitet Volkmar Kruspich mit einem letzten Check seinen Melkus auf den Einsatz bei der Sachsen Classic Rally vor. Als erstes will er die Funktion der Bremsen auf dem Prüfstand testen. Und das aus gutem Grund. Ja, das Wichtigste bei einem Fahrzeug ist nicht der Motor, sondern die Bremse. Wir wollen heute hier als allererstes die vorderen und hinteren Bremsen prüfen. Und wenn die Bremsen okay sind, haben wir da keine Nachstellungsarbeiten zu machen. Wir hatten bei der letzten Rallye ein kleines Problem. Ich denke mal, bei dieser Rallye hoffentlich nicht. Vor dem Gasgeben kommt also zuerst der Tritt auf die Bremse. Zusammen mit Ehefrau Rita überprüft Volkmar Kruspich die Werte an der Vorderradbremse. 1,5. Als nächstes werden die hinteren Bremsen überprüft. Auch hier ist alles in Ordnung. Ja, wir sind ganz zufrieden. Also beide Bremsen links und rechts sehr, sehr gleichmäßig. Das ist sehr schön. Wir haben auch einen wunderbaren Bremskraftwert vorne und hinten. Also ich bin wirklich happy, denn wir haben ja vor einigen Wochen ziemlich lange gebaut an der Hinterradbremse. Jetzt alles top, freut mich. Von der Sicht her kann die Rallye losgehen. Doch vorher will Volkmar Kruspich noch den VW-Motor im Heck seines Melkus überprüfen, damit dieser auch wirklich wie geschmiert läuft. Das Fahrzeug ist relativ hoch motorisiert, läuft in sehr hohen Drehzahlbereichen und die Ölkontrolle rechtzeitig vor dem Start erspart einen Haufen Ärger vielleicht während der Fahrt. Es beruhigt doch das Gewissen, wenn man sieht, dass der Ölverbrauch des Motors gering ist, dann weiß man, an sich ist alles okay in dem grünen Bereich. Vorsichtshalber kippt Volkmar Kruspich noch etwas Kühlflüssigkeit nach. Dann checkt er den Kühlwasserverschluss, ob er hier eventuell etwas Ölschlamm findet, der zum Beispiel auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hinweisen könnte. Danach überprüft er den Ölstand, um ganz sicher zu gehen. Zu guter Letzt noch ein Sicherheitscheck an der Heckklappe. Ja, und das ist auch ein Problem. Wenn man die Einstellung dieser Bowdenzüge nicht beachtet und es kommt Spannung drauf, dann kann sich während der Fahrt die Heckklappe öffnen. Sie drückt zwar wieder runter, aber es ist eine unangenehme Überraschung, wenn plötzlich der Arsch hochgeht. Ja? Deshalb checke ich das lieber nochmal durch. Die Bowdenzüge, die zumindest Vorspannung haben, und wenn das okay ist, ist auch dieser Punkt positiv abgeschlossen. Als nächstes wird die Bremsflüssigkeit überprüft. Hier vorne sind zwei Flüssigkeitsbehälter. Der eine Behälter ist für die Bremsflüssigkeit, das ist dieser hier, und der zweite für die Hydraulik der Kupplung. Da sollte man auch einen Blick drauf werfen. Man kann hier erkennen, also am Füllstand hier oben sieht man das, beide sind okay, gut gefüllt, also keinerlei Problem. Da müssen wir also auch nichts nachfüllen. Undichtigkeiten haben wir nicht festgestellt, das ist soweit in Ordnung. Dann macht man noch einen Blick unter diese kleinen schwarzen Kästen. Das sind die Sicherungskästen. Sieht das auch alles ganz ordentlich aus. Keine Sicherung durchgebrannt. Das ist soweit in Ordnung. Das heißt, wir können nach dem Elektriktest zum Schluss ganz beruhigt angehen.
Dadurch, dass der Motor des Melkus im Heck sitzt, gibt es nur einen winzigen Kofferraum vorne. Aber wir könnten hier die braune Tasche nehmen und wenigstens dann das Waschzeug und so weiter. Und dann nehmen wir ein Shirt. Ja, und ein sauberes Höschen und dann passt das doch, oder? Ja, dann mache ich eine Minimalbestückung. Das Problem ist aber, dass dieser kleine Einsatz nicht ganz wasserdicht ist und wenn es dann zu einem Regenguss kommt, wir wünschen uns nicht, dass der Regenfall eintritt, dann wird es nass. Ja, und insofern sollte man also keine verderblichen oder ganz teuren Dinge dort hinein verstecken. Ja, jetzt checken wir noch die Dämmung, die hier angebracht ist. Die hat die Eigenschaft, sich ab und zu lösen, gerade wenn es richtig heiß wird. Momentan sitzt es ganz gut. Okay, so, ja. Inzwischen hat Ehefrau Rita eine Tasche mit dem Nötigsten gepackt. Das gehört dazu. Mal vorsichtig. Wunderbar. Nachdem für den Einsatz auf der Sachsen Classic Rallye alles gecheckt ist, fehlt nur noch eine Testfahrt. Jetzt wären wir für die Probefahrt bereit. Alle Prüfungen, die wir gemacht haben, waren erfolgreich. Elektrik hat gepasst, Flüssigkeiten haben gepasst. Ja, wir können zur Probefahrt starten. Der Melkus RS 1000 ist kein Auto für den Alltagsbetrieb. Er ist sehr hart gefedert und kaum geräuschgedämpft. Aber gerade mit dem VW-Motor, dem geringen Gewicht und dem 5-Gang-Getriebe ist es ein Auto, das, was den Fahrspaß betrifft, an westliche Sportwagen der damaligen Zeit herankommt. Also der Fahrspaß liegt daran, dass man hier ein Fahrzeug hat, 1,04 Meter maximale Höhe. Man hat quasi den Hintern 10 cm über der Straße und einen ganz spannenden Blickwinkel. Das macht eigentlich den Fahrspaß aus. Und natürlich auch der Heckmotor mit dem Heckgetriebe. Man kann, wenn das Wetter und die sonstigen Verhältnisse es hergeben, recht gut driften. Das macht den Fahrspaß aus. Verstärkt wird die Freude am Fahren im Melkus auch noch durch das Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Das Beschleunigen mit diesem Fahrzeug ist ein wahrer Genuss, weil wir haben ja ein Leergewicht von 680 Kilogramm bei immerhin 102 PS und das macht schon richtig Freude. Ja, beim Fahren muss man darauf achten, dass man wirklich das Lenkrad fest im Griff hat und immer bremsbereit ist, weil wie gesagt, dieses Fahrzeug hat keinen Bremskraftverstärker und es ist eigentlich für die Bremsen, die aus einem Serien-Wartburg stammen, ein wenig übermotorisiert. Also Aufmerksamkeit ist eigentlich das Wichtigste bei diesem Fahrzeug. Durch die harte Fahrwerksabstimmung übersteuert der Melkus stark in schnell gefahrene Kurven. Da muss am kleinen Dreispeichenlenkrad schon ein Könner sitzen. Mit der Straßenlage dieses Fahrzeugs bin ich sehr zufrieden. Trockene Fahrbahn wunderbar, bei nasser Fahrbahn ein bisschen aufpassen, weil durch den Heckantrieb eine Neigung zum Schleudern da ist. Ansonsten ein sehr, sehr gutes Fahrverhalten. Also ich persönlich bin so bei 150 der Meinung, dass das Fahrzeug dann relativ schnell ist. Man kann es 180, 190 fahren, aber dann hat man das Gefühl, dass relativ viel Auftrieb im Vorderwagen ist und man ist klug beraten, das Gaspedal wieder etwas zu liften. Also eine schöne Geschwindigkeit, 130, 140, 150. Das reicht für dieses Fahrzeug vollkommen aus. Wie gesagt, das ist ja vom Konzept her ein Wartburg. Wegen der vielen Wartburgteile wird der Melkus auch gerne Schaf im Wolfspelz genannt, weil er viel schneller aussieht, als er tatsächlich fährt. Je nach Motorisierung erreicht er 160 bis über 210 km/h. Also Probefahrt hat ergeben, dass das Fahrzeug eigentlich ganz gut in Schuss ist. Wir haben noch so ein paar Klapperstellen, man merkt es beim Bremsen. Die Bremsen rubbeln ein wenig, aber ich denke mal, das liegt daran, dass die Belege neu sind. Wenn wir 200 Kilometer mit den neuen Belegen gefahren sind, dann kann man sagen, die Bremse ist eingefahren. Es gibt noch unten im Bodenbereich, wir haben vorhin das Werkzeug gesehen, da klappert noch etwas. Da muss ich noch ein paar Putzlappen drumlegen. Aber ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich rallyefit. Bevor der Melkus aber bei der Sachsen Classic an den Start gehen kann, muss er noch die Anfahrt von München nach Dresden schaffen. Nicht auf dem Hänger, sondern auf Achse, als reisendes Kulturstück. Ja, dieser Melkus ist ja ein historischer Rennwagen und er wird gerne gesehen. Und wenn man mit diesem Fahrzeug nur auf geschlossenem Hänger unterwegs ist, entzieht man eigentlich dem interessierten Publikum dieses Auto. Und wir nutzen an sich die Anfahrt zur Rallye schon, um nochmal einen kleinen Feinschliff zu machen, nochmal alles durchzutesten. Und wenn das Fahrzeug 300-400 Kilometer Anfahrt durchhält, dann übersteht sicherlich auch die Rallye. Also auf der einen Seite ein bisschen das Auto zeigen, auf der anderen Seite nochmal ein ausgiebiger Test des Fahrzeuges vor der eigentlichen Rallye. Nicht nur auf der Straße will Volkmar Krusbich den interessierten Fans die rollende Vergangenheit aus alten DDR-Zeiten zeigen. Auch in seiner großen Werkstatt und Ausstellungshalle Zeitenmobile kann man viele alte Wartburgs und Trabants der unterschiedlichen Baureihen besichtigen.
Ja, wir sehen hier einen Teil meiner Fahrzeugsammlung. Also unser Melkus ist nicht traurig und nicht einsam, er hat schöne Brüder und Schwestern. Hier auf der rechten Seite haben wir einen EMW 340, eigentlich noch ein BMW, weil das Fahrzeug Baujahr 1951 ist. Rechts daneben vielleicht den Bruder oder die Schwester. Der BMW 327 als Sportcabriolet, sehr beliebtes Fahrzeug, nur wenige 100 Exemplare wurden von diesen sehr schönen Fahrzeugen in Eisenach gebaut. Eisenach, das ist ja das Werk, wo BMW eigentlich seine automobilen Wurzeln hat. 1928 hat BMW die Automobilwerke Eisenach käuflich erworben und dann mit der Dixie-Produktion begonnen. Das Grundkonzept dieses 327er stammt aus dem Jahr 1939. Wir können ja mal einen Blick unter die Motorhaube werfen. Wir haben hier einen 2 Liter 6-Zylinder-Reihenmotor mit Doppelvergaseranordnung, sehr langhubiger Motor mit, wie gesagt, diesen beiden Doppelvergasern. Als besondere Gag immer schon eine verchromte Lenkstange. Das ist eine tolle Geschichte bei diesem Fahrzeug. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben bei der Restauration. Bei diesem Fahrzeug sehr viel Liebe im Detail. Zum Beispiel hier finden wir einen Werkzeugkasten mit einem Schlauch zum Entlüften der Bremse und dem entsprechenden Steckschlüssel. Und wenn man diesen kleinen Kasten öffnet, dann hat man das wichtigste Werkzeug griffbereit. Das ist wirklich Liebe zum Detail. Und es macht viel Freude, allein diesen Werkzeugkasten zu betrachten. Und auch der hat schon seinen Sammlerwert mittlerweile. Ja, hier sehen wir den eigentlichen Nachfolger des EMW aus Eisenach, einen Wartburg 312, 311. Das sind die ersten Fahrzeuge, die als völlige Neuentwicklung in Eisenach entstanden sind. Das einzige kleine Manko in Anführungsstriche bei diesem Fahrzeug ist der damals zwangsweise zu implantierende Zweitaktmotor, ein Dreizylinder-Zweitaktmotor, vom Konzept her auch 1939 bei den Audi-Werken entwickelt. Ein Kompromiss zwischen dem Materialeinsatz und den Möglichkeiten, die man in Eisenach hatte. Ich denke aber, diese Karosserie dieses Fahrzeuges hier ist eigentlich zeitlos schön, runde, barocke Form, trotzdem viel Platz in diesem Fahrzeug. Und dieses Sondermodell ist ein Wartburg Camping mit wunderschönen Heckscheiben hier hinten und Seitenscheiben, die Licht in den Innenraum bringen, die Möglichkeit auch, die kompletten Sitze gerade zu ziehen. Man kann wirklich in diesem Auto schlafen und deshalb auch der Begriff Camping für dieses Modell. Ja, hier sehen wir einen Trabant 601, Baujahr 1976, in der etwas verrückten Farbe Persisch-Orange. Eine ganz originale Farbe, der Farbton so über die vielen Jahrzehnte, muss man schon sagen, erhalten. Das Auto ist ein Familienauto. Dieses Fahrzeug hat mein Vater erworben, hat es pfleglich behandelt und wir haben es geschafft, dieses Fahrzeug mit einem historischen Kennzeichen auszurüsten. Es erfüllt also alle Anforderungen an ein historisches Fahrzeug. 6-Volt-Anlage, 600 Kubik, 26 PS, 105 km/h schnell, also auch die magische 100 km/h-Zahl kann man mit diesem Fahrzeug knacken. Und dazu gehört natürlich auch die original im Farbton erhaltene Decke, damit man sich in kalten Wintertagen an der Kreuzung ohne Heizung entsprechend wärmen konnte. 2 Tage später auf der Sachsen Classic. Schon früh am Morgen füllt sich das Gelände der Zeitenströmung mit über 180 klassischen Autos. Bei der Mille Miglia des Ostens, wie die Sachsen Classic auch genannt wird, herrscht perfektes Wetter, vor allem auch für die Cabrio-Fahrer. Wer ein Blechdach über dem Kopf hat, der kommt bei hochsommerlichen Temperaturen schnell ins Schwitzen. So auch Rita und Volkmar Kruspich in ihrem Melkus RS 1000, die als Air Condition die Flügeltüren geöffnet haben. Dann müssen sie vorziehen zum Start. Die Anspannung steigt. Kurz vor dem Start bin ich immer extrem aufgeregt. Das muss ich sagen. Also man fiebert natürlich dem Start entgegen. Man hofft, dass alles funktioniert, dass man das Auto nicht abwürgt am Start. Auch das passiert, dass die Stoppuhren richtig gedrückt werden, dass man auch die richtige Ausfahrt aus dem Startbereich findet und nicht gleich am Anfang die falsche Abbiegung erwischt. Das ist schon aufregend und das ist eine Spannung, die aber dann nach den ersten Kilometern sich legt. Und wenn man dann auf den Landstraßen unterwegs ist, der ersten Wertungsprüfung entgegenfährt, dann ist es eigentlich schon Rallye-Alltag. Volkmar und Rita Kruspich sind natürlich Rallye-erfahren genug, um die erste Ausfahrt nicht zu verpassen. Dann führt die Strecke gleich durch das malerische Dresden, die Heimat vom Melkus. Hier in der Region Sachsen haben auch viele andere Automobilfirmen ihre Wurzeln, wie zum Beispiel Horch, Auto Union, Wanderer, Audi und Trabant. Heute produzieren in Dresden VW und Bentley und in Leipzig Porsche und BMW.
kein Wunder, dass die Zuschauer an der Strecke Benzin im Blut haben. Was uns dort besonders viel Spaß macht, ist die Begeisterung an der Straße. Jede Rallye hat natürlich schöne Landschaften, hat tolle Sehenswürdigkeiten, aber das Besondere an der Sachsen-Klassik ist die Impulsivität und die Freude der Leute. Die Sachsen sind einfach ein Automobilvolk und man hört immer wieder begeisterte Rufe. Und darauf freuen wir uns wirklich, auf die interessierten Leute und auf die Gespräche mit den anderen Teilnehmern und dem Publikum. Auf der Kartbahn Erzgebirgsring Lichtenberg wird dann eine größere Zwischenprüfung fällig. Die meisten Teilnehmer wie Volkmar Kruspich sind auf dieser Strecke noch nie gefahren. Entsprechend unvorbereitet gehen sie in diese Prüfung. Es werden 2 3/4-Runden gefahren, immer dieselbe Strecke, 530 Meter in 70 Sekunden. Und die Kunst ist wirklich genau auf die 100. Sekunde jetzt diese einzelnen Teilziele zu passieren. Problem, wir haben die Strecke noch nie befahren, ja, also völlig unbekannte Strecke. Wir wissen nicht, ist da Gefälle oder wie sind die Kurven. Also das heißt eigentlich relativ voll losfahren und dann vielleicht zu schnell oder zu langsam sein. Eigentlich die perfekte Strecke, um den Melkus um die Kurven fliegen zu lassen. Aber die 530 Meter müssen in exakt 70 Sekunden zurückgelegt werden. Deshalb heißt es für Volkmar Kruspich das Gaspedal im Zaum halten, um nicht zu früh durch die Lichtschranke zu fahren. Rita und Volkmar Kruspich schaffen die Kartbahn-Etappe mit einer guten Zeit und landen im Mittelfeld. Dabei leiden sie aber unter der großen Hitze im aufgeheizten Melkus. Messungen aus gut informierten Kreisen besagen, dass wir Temperaturen während der Rallye am ersten am heißen Tag von über 60 Grad hatten. Also das ist schon wirklich heftig. Das ist an der Grenze der Belastung für Mensch und Maschine. Gut, man kann die Fenster 10 cm öffnen oder 20 auf beiden Seiten und kommt ein bisschen frische Luft rein. Wir versuchen auch, wenn wir dann irgendwo stehen, die Flügeltür mal zu öffnen, mal Luft durchziehen zu lassen. Und das drückt dann die Innentemperatur oder bringt die Innentemperatur auf erträgliche Maße. Keine Klimaanlage, kleine Fenster, den fast unisolierten Mittelmotor direkt hinter dem Rücken. Unter der Hitze leidet im Melkus der Mensch mehr als die Maschine. Die sächsische Flunder schafft die Rallye ohne Probleme und hatte dabei nicht einmal die Gelegenheit, sich richtig auszutoben. Das ist ja an sich ein Fahrzeug für die Rennstrecke. Ja? Wir hätten natürlich gerne auf dieser schönen kleinen Kartbahn-Rennstrecke im Erzgebirge mal so richtig Gas gegeben. Aber leider war die Durchschnittsgeschwindigkeit 27,3 km/h. Und da fühlt es sich gar nicht gefordert. Also wenn wir heute Nacht Zeit haben und dürften da noch mal hoch, wird man das noch mal machen. Also es gehört schon Liebhaberei dazu. Man muss auch die Marke ein bisschen schätzen. Man muss auch wissen, dass natürlich hinter Melkus auch eine Sportlegende steht, dass dort ein Rennfahrer steht, der viele Siege errungen hat und der diesen Namen übertragen hat auf das Fahrzeug. Und das gehört alles zusammen. Und dafür muss man ein Verständnis, ein Gefühl entwickeln. Und wenn man das hat, dann möchte man einen Melkus haben. Und leider wird natürlich nicht jeder Wunsch nach so einem Melkus befriedigt. Es gibt ungefähr noch 80 Melkus RS 1000. Wer einen findet, sollte ihn kaufen. Gut erhaltene Modelle kosten um die 60.000 €, Tendenz steigend.